Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Pünktlich zum Legendary Dungeon Opening gibt es wieder ein paar Pakete zu erwerben für ein paar zusätzliche Pilze für den Legendary Dungeon oder ein paar Ressourcen. Und natürlich lasse ich mich da auch wieder nicht lumpen und hau wieder ein fettes Giveaway raus. 100 € Paysafe Card gibt es zu gewinnen. Damit könnt ihr euch sehr gerne auch die ganzen Pakete holen. Und was müsst ihr dafür machen? Falls ihr hier noch kein Abo dagelassen habt auf dem Kanal, könnt ihr das sehr gerne kostenlos tun. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ihr müsst einen Kommentar unter diesem Video hier verfassen. Und dann nehmt ihr automatisch schon an dem Gewinnspiel teil. Völlig kostenlos, ganz einfach, easy. Und ja, ihr habt Zeit bis zum Sonntag. Wir haben jetzt hier am Donnerstag kommt das Video online. Bis Sonntag habt ihr Zeit. Sonntag um 15 Uhr wird auf dem Kanal hier ein Video erscheinen und dort wird der Gewinner preisgegeben. Bis dahin habt ihr Zeit, hier an diesem Giveaway dran teilzunehmen. Deswegen viel Erfolg. Schreibt ein Kommi hier unter und dann habt ihr die Chance auf 100 € Paysafe Card Guthaben. Ja, die Pakete sind hier natürlich auch am Start. Das ganze Giveaway wird natürlich auch wieder ja, finanziert durch den Creator Code. Deswegen vielen lieben Dank für das immer fleißige Einlösen von meinem Code hier im Webshop. Generell habe ich auch letztes Mal schon erwähnt, würde ich euch sowieso immer empfehlen, über Steam, iOS und Android nicht aufzuladen, weil dort zahlt ihr 20% mehr und im Webshop habt ihr noch die, ja, sag ich mal, normalen Preise. Ansonsten bezahlt ihr im Webshop für das 100 € Paket 120 €, sorry, auf den anderen Plattformen Steam, iOS und Android, und im Webshop bezahlt ihr hier 100 anstatt 120 €. Deswegen, immer hier im Webshop aufladen und die ganzen Giveaways werden natürlich auch immer finanziert durch den Creator Code. Deswegen vielen herzlichen Dank für alle Leute, die hier den Code dort einlösen sollten und mir dadurch was mehr kostenfrei zurückgeben. Kostet euch keinen Cent mehr. Und dadurch können wir hier solche geilen Giveaways auch machen, wodurch ich euch immer ein bisschen auch was zurückgeben kann auf jeden Fall. Und natürlich wird auch wie jedes Jahr jetzt das 3. Jahr in Folge durch den Creator Code auch wieder anteilig Spenden im Hintergrund gesammelt. Da ist schon ein schönes Sümmchen bisher zusammengekommen durch den Creator Code. Deswegen tut ihr da auch indirekt auch auf jeden Fall was Gutes. Und genau, wir waren da vor 2 Jahren waren wir bei der Tiernotrettung. Letztes Jahr waren wir beim Tierschutzbund und dieses Jahr sind wir auf einem Tiergnadenhof, wo wir dieses Jahr dann die Spenden zusammenkommen lassen, die sich durch den Creator Code halt eben über das Jahr ergeben. Das werden wir auf jeden Fall jedes Jahr weiterhin so durchführen und da wird es auch Ende des Jahres wieder ein Video zu geben und dann seht ihr auch, wo dann euer ganzer Support dann am Ende des Tages landen wird. Ja. Deswegen geht auf jeden Fall ein doppelter Dank raus an der Stelle für alle Leute, die den Creator Code nutzen sollten. Ansonsten haben wir hier den Oktoberfest-Sale und diese folgenden Pakete sind hier am Start. Folgende exklusive Angebote gibt es während des Oktoberfest-Sales vom 19. bis zum 21. September, 18. bis 21. Das ist dann quasi der Sonntag, ja, wo wir auch dann den Gewinner dann um 15 Uhr preisgeben und dann habt ihr dann quasi noch Zeit, den Tag dann euch die Pakete hier im Webshop dann zu holen. Ja, Breezen-Paket haben wir hier einmal für 10 € am Start. Ja, da haben wir 325 Pilze, 600 Sanduhren und 18.000 Kristalle. Dann haben wir einmal das Mars-Paket für 25 €. Das gibt euch dann 800 Pilze, 700 Lucky Coins und 80.000 Metalle. Dann haben wir hier das Wiesen-Gaudi-Paket für 50 €, 1650 Pilze, 90.000 Metalle und 50.000 Kristalle haben wir hier am Start. Und dann das O-Zapfis-Paket für 100 €. Das gibt euch hier 3.700 Pilze, 100.000 Kristalle und 180.000 Metalle. Ja, das Ganze kann man hier natürlich erwerben. Die Kristalle und Metalle, also die Ressourcen im Generellen, sind natürlich jetzt auch wieder ein bisschen interessanter geworden. Nicht nur für die Early Game Accounts oder die Neustarter hier in Shakes and Fidget, für die waren ja die Pakete für die Ressourcen sowieso schon immer interessant, aber jetzt auch wieder für die etwas
längeren Accounts, die schon ein bisschen länger dabei sind. Die Ressourcen werden jetzt halt auch wieder wichtig, weil die Kosten auf jeden Fall auch ziemlich in die Höhe gegangen sind. Natürlich bekommen wir auch mehr Ressourcen, wenn wir Gegenstände zerlegen oder so, aber es kostet auch ziemlich viel Ressourcen, diese dann auch auf 20 zu upgraden. Siehe zum Beispiel, warte mal, hier die Waffe, kann ich euch zeigen. Hier, wenn wir das Ding hier auf der aktuellen Stufe auf 20 ziehen wollen, kostet das einfach mal 9,1 Millionen Kristalle, 6,6 Metalle. Und ihr seht schon, ja, das wird ziemlich knapp werden, wenn man alles auf 20 ziehen möchte. Deswegen, ja, sind die Ressourcen auf jeden Fall wieder etwas, die ich auch ein bisschen mehr im Auge habe, die ich auch ein bisschen öfter mal einsammle, auch beim Würfelspieler oder so mal mitnehme, weil ansonsten hatte ich bisher immer, jetzt beim Würfelspieler bin ich auf Gold gegangen und jetzt nehme ich auch, wenn mal ein guter Pasch kommt mit Kristallen, nehme ich auch mal die Kristalle mal wieder mit so, ne? Und das wird natürlich auch ziemlich knapp werden mit den Ressourcen, dass ich, wenn ich jetzt hier mich am Samstag neu equippen werde, da machen wir einen dicken Livestream auf Twitch, da equippe ich meinen kompletten Account hier einmal neu, rüste meine Begleiter komplett einmal aus. Da werden wir dann diese Items hier auch noch zerlegen, weil das gibt uns natürlich dann auch nochmal so roundabout circa 15 Millionen Kristalle und ich hoffe mal, dass das dann gerade so reicht, um mein komplett neues Equipment dann direkt auf 20 zu ziehen. Ja, kann sein, es reicht vielleicht ganz knapp nicht. Dann müssen wir noch ein paar Ressourcen sammeln dann halt. Aber ja, das wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Vor allen Dingen, weil wir auch einen ziemlich fetten Power Spike dann reinkriegen werden. Ich rechne so damit mit roundabout so um die 100.000 Stat-Punkte, die ich jetzt am Samstag mehr machen werde, deswegen schaltet da sehr gerne ein auf Twitch. Da gibt es unabhängig von diesem Giveaway hier in diesem Video auch noch weitere Pilzcodes zu gewinnen, deswegen schaut da sehr gerne auf Twitch vorbei. Dort gibt es nicht nur die Droplets bei mir auf dem Kanal, sondern halt eben auch ein paar Pilzcodes zu gewinnen, falls ihr jetzt bei diesem großen Giveaway hier keinen Erfolg haben solltet. Wie gesagt, wir streamen Freitagabend bin ich online und Samstag ab 14, 15 Uhr kommt dann der dicke XXL Legendary Dungeon Umequipungsstream und das wird dann auch sehr interessant werden. Also, sind wir auf jeden Fall da die Tage auch am Start. Das wird ziemlich cool werden, denke ich mal. Und wenn man sich mal so die Sachen hier anschaut, ich habe hier eine 1041er Waffe hier am Start von der Gegenstandsqualität her und ich habe momentan 1046. Ich gehe von aus, weil wir noch ein bisschen das Toiletten-Event mitnehmen jetzt am Wochenende, dass wir so in Richtung 1049 vielleicht kommen oder so. Ja, dann haben wir noch ein bisschen besseres Potenzial auf eine Waffe. Plus dann ist es halt keine Epic, sondern eine Leggy-Waffe. Das heißt, wir kommen hier safe auf die 6000 Stat-Punkte pro Attribut. Das ist natürlich ziemlich insane. Und wenn wir uns mal anschauen, dann nehme ich immer sehr gerne zum Vergleich Teufli hier. Der hat eine aktuelle Waffe auf seinem Level mit 1018 allerdings, 1018 Gegenstandsqualität auf 20 gezogen und hat hier 4639. Ja. Da kriegen wir natürlich eine deutlich bessere Waffe. Und da schätze ich mal, dass wir dann schon so 4800 oder sowas oder vielleicht noch mehr, vielleicht sogar noch mehr, dann haben wir, sagen wir einfach mal aufgerundet, sagen wir 5K, ja, alleine durch die Verbesserung. Dann haben wir durch die Waffe 6K an Basis-Stat-Punkten hier halt eben, oder an den 3 Hauptwerten drauf, 6K plus dann nochmal von den Verbesserungen, wenn wir die Waffe halt hochziehen, rechnen wir auch nochmal 5K, ja, also wir haben hier dann einfach 11K, ja, 11K einfach mal dann auf der Waffe drauf von den 3 Attributen hier im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier drauf haben, diese 2,3K plus die 20-fache Verbesserung 1,8K, ne? Das ist schon krass. Ja, und dann haben wir ja noch die anderen Items, die wir dann auch nochmal alle verbessern werden. Da haben wir ja auch nochmal ziemlich fette Upgrades auf jeden Fall am Start. Deswegen, bin ich gespannt. Vor allen Dingen dann halt auch auf meinen internationalen Progress, den wir dann damit machen werden. Wenn wir uns mal anschauen, wo ich mit meinem Magier jetzt gerade stehe von den Stat-Punkten her, bin ich, glaube ich, auf Rang 60 momentan gerade. 59 wieder aktuell, ja, rechnen wir da einfach mal 100.000 dazu, dann sind wir bei 1,178 Millionen und dann wären wir hier auf jeden Fall in 1,178
dann wären wir hier so zwischen den beiden, ja. Wären wir so in dem Bereich hier und dann wären wir schon unter den Top 20 Magiern weltweit. Das wäre natürlich heftig. Ich gehe natürlich von aus, dass sich hier oben auch Leute umequippen werden jetzt mit dem kommenden LD und dann natürlich dann auch deutlich mehr Stat-Punkte dann generieren werden, so, ne? Da gehe ich stark von aus. Allerdings, selbst wenn das passiert, ich glaube, wir werden trotzdem ziemlich viele Ränge gut machen. Und da werde ich auch natürlich einen Vorher-Nachher-Vergleich machen von der Rangliste hier, von meinen Stat-Punkten, von meinem Progress, von den Prozentchancen her, wie es gerade im Sandsturm aussieht. Ja, und das wird dann ziemlich interessant werden, wie da die Chancen dann vorher und dann danach dann aussehen werden. Ne? In der Schattenwelt kann ich leider so einen Vorher-Nachher-Vergleich nicht mehr machen, weil ich meine Begleiter jetzt schon komplett abgerippt habe für Ressourcen. Deswegen habe ich in der Schattenwelt überall gerade 0,00%, weil meine Begleiter halt alle nackig sind. So, ne? Die dienen hier einfach nur gerade als Platzhalter für ein paar Epics, aber mehr dann auch nicht. Jo, ansonsten soll es das erstmal für dieses Video soweit gewesen sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Erfolg im Legendary Dungeon, als auch hier bei dem Giveaway. Wie gesagt, sehr gerne hier einen Kommentar verfassen und dann habt ihr bis Sonntag dann Zeit dran teilzunehmen. Also ihr habt auf jeden Fall genug Tage Zeit, ne? Hier das Ding hier dran zu partizipieren und jo, deswegen auf jeden Fall alles Gute. Vielen lieben Dank natürlich wie immer für euren ganzen Support schon die letzten Jahre über, auch zwecks des Creator Codes und sowas. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, das weiß ich wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Deswegen geht da ein Gruß raus an jeden einzelnen von euch da draußen. Ich würde euch sehr gerne persönlich die Hand schütteln. Ja, leider schaffe ich es dieses Jahr nicht zur Polaris, weil ich genau am 12. Oktober 30 werde so. Da habe ich anderes vor, ja, aber vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder so eine Convention gibt, dann sind wir vielleicht dann nächstes Jahr am Start in Hamburg bei der Polaris und dann bin ich vielleicht dann auch dabei. Und dann trifft man vielleicht mal den einen oder anderen von euch da draußen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Dann kann ich mich auch persönlich bei euch bedanken. Deswegen vielen herzlichen Dank auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich die Tage wieder. Kommt jetzt sehr, sehr viel Action auf jeden Fall. Und sehr viel cooler Content erwartet uns. Freue ich mich sehr drauf. Deswegen hoffe ich, seid ihr dabei. Ansonsten noch ein schönes, kann man schon mal sagen, schönes Wochenende, eine schöne Restwoche auf jeden Fall. Wir sehen uns die Tage natürlich weiterhin hier auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.